Hallo Leute, im heutigen Video möchte ich ganz gerne mit euch über ein Skincare-Produkt sprechen, das die Gemüter spaltet und das nach wie vor extrem viele Menschen verwirrt. Und zwar ist das die Ordinary Anhydrous Solution mit 2% Salicylsäure. Und wenn man sich dazu Bewertungen durchliest und auch vor allem so ein bisschen sich auf die negativen Bewertungen konzentriert, dann findet man immer wieder die gleichen Punkte, die bei diesem Produkt bemängelt werden. Und zwar soll es zu ölig sein, zu fettig sein, zu schwer auf der Haut und nicht so gut einziehen. Wobei ich aber finde, dass diese Verwirrung auch zum Teil an die Ordinary liegt und wie dieses Produkt vermarktet wird. Und deswegen möchte ich euch heute so ein bisschen erklären, für wen dieses Produkt eventuell geeignet ist, warum es so ölig ist, wie man es anwendet. Ich habe es selbstverständlich auch ausprobiert, also werde ich natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen mit euch teilen und ich werde euch auch einige Alternativen dazu zeigen. Fangen wir mal an mit der Antwort auf die Frage, warum sich dieses Produkt ölig und schwer auf der Haut anfühlt. Das liegt eben unter anderem daran, dass dieses Produkt auf einer Lipidmischung basiert. Lipide werden in unterschiedliche Kategorien unterteilt, aber in diesem Fall ist Squalan enthalten und Squalan fühlt sich als reiner Rohstoff ölig und fettig auf der Haut an. Es ist natürlich nicht so fettig wie zum Beispiel ein Olivenöl oder irgendwie ein Granatapfelkernöl und auch nicht so schwer. Es spreitet wunderbar, es ist schön dünn und seidig auf der Haut, aber dennoch ist es ölig und braucht seine Zeit, bis es von der Haut aufgenommen wird. Und die zweite Zutat in diesem Produkt ist Neutralöl. Und auch Neutralöl gehört zu den Lipiden. Es fühlt sich fettig, es fühlt sich ölig auf der Haut an und benötigt seine Zeit, bis es von der Haut aufgenommen wird. Und dementsprechend kann ich halt auch verstehen, dass die Leute so ein bisschen verwirrt sind, was dieses Produkt angeht, weil die Ordinary auf der Webseite selbst angibt, dass jenes Produkt ölfrei sein soll. Natürlich könnte man das jetzt so ein bisschen pingeliger sehen und sagen, okay, es sind ja keine reinen Pflanzenöle enthalten, wie zum Beispiel Olivenöl oder Sonnenblumenöl, aber wenn man sich seine Zielgruppe anschaut und weiß, dass das eben vor allem Leute kaufen, die jetzt vielleicht nicht so tief in der Thematik drinne stecken, die könnten dann vermuten, dass das bedeutet, dass dieses Produkt sich nicht ölig und nicht fettig auf der Haut anfühlt. Meistens meinen die Marken aber, wenn sie ölfrei oder oil-free auf ihre Produkte draufpacken, dass da keine reinen Pflanzenöle enthalten sind. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen und immer auf die Inhaltsstoffliste schauen, ob das denn wirklich der Fall ist. Denn ölfrei bedeutet nicht, dass dieses Produkt sich nicht ölig oder fettig auf der Haut anfühlt. Von daher kann ich den Unmut und auch die Verwirrung der Leute so ein bisschen nachvollziehen, weil die Ordinary sich auch teilweise widerspricht. In einem Satz heißt es, dass das Produkt ein öliges Finish oder eine ölige Textur haben soll, aber auf der anderen Seite wiederum wird mit Oil-Free geworben. Ich persönlich würde die Anhydrous Solution mit 2% Salicylsäure eher Menschen mit einer fettarmen Haut, vielleicht sogar einer Mischhaut empfehlen. Ich denke, Personen, die eine super ölige Haut haben, werden keine Freude an diesem Produkt haben, weil es sich schon ölig, fettig und schwer auf der Haut anfühlt. Ich habe das natürlich auch ausprobiert und muss sagen, dass ich kein großer Fan bin. Ich hatte sogar das Gefühl, dass durch dieses Produkt meine Haut ein bisschen unruhiger geworden ist. Ich habe es auch so verwendet, dass ich es immer abends benutzt habe und vorher meinem Gesicht oder meiner Haut ordentlich Feuchtigkeit zugeführt habe, weil es auf Dauer so ein bisschen nachteilig sein kann, wenn man nur Öle auf die Haut aufträgt oder solche Lipidmischungen auf die Haut aufträgt, denn die Haut benötigt nicht nur Fett, sondern auch Feuchtigkeit. Und da konnte ich einfach feststellen, dass über einen gewissen Zeitraum hinweg meine Haut unruhiger geworden ist. Und als ich dieses Produkt abgesetzt habe, ging es meiner Haut deutlich besser. Aber das ist natürlich eine persönliche Sache. Das muss auf euch definitiv nicht zutreffen. Falls ihr, wie gesagt, eher eine fettarme Haut habt, wenn ihr Lipidmischungen mögt, wenn ihr sowas Öliges mögt, dann wird euch dieses Produkt definitiv gefallen. Denn Salicylsäure hat einige Vorteile für die Haut. Sie kann hilfreich bei Hyperpigmentierung sein, sie kann peelend wirken, sie kann natürlich auch bei Entzündungen hilfreich sein, sprich Pickel vorbeugen und sie kann auch so
kleine Schäden durch UV-Strahlung verbessern. Aber ihr dürft natürlich nicht vergessen, dann regelmäßig und jeden Morgen auf UV-Schutz in Form von Sonnencreme zurückzugreifen. Wenn es um mögliche Alternativen geht, dann möchte ich euch natürlich diese zwei Produkte nicht vorenthalten. Und zwar ist es einmal das Beauty Glam Clear Skin Serum und das Catrice Pore Blemish Control Serum. Beide Produkte vertrage ich wunderbar und beide Produkte mag ich deutlich lieber im Vergleich zu diesem hier von The Ordinary. Ich fange mal an mit dem Beauty Glam Clear Skin Serum. Hier ist auch 2% Salicylsäure enthalten, aber das Produkt ist halt nicht auf Lipid- bzw. Ölbasis und dementsprechend fühlt es sich auch an. Es ist sehr wässrig, sehr leicht auf der Haut und macht nicht diesen typischen Fettglanz, den Öle bzw. Lipide so mit sich bringen können, und von daher könnte das definitiv eine gute Alternative zu dem Produkt von The Ordinary sein, wenn ihr dieses fettig-ölige nicht mögt und eher auf so wasserbasierte Produkte steht. Ich muss auch dazu erwähnen, dass das Produkt einen pH-Wert von ca. 4 hat, das heißt, dieses hier ist vor allem auch für super empfindliche Haut wunderbar geeignet, und es gibt auch mittlerweile einige wissenschaftliche Hinweise darauf, dass Salicylsäure auch bei höheren pH-Werten, also Richtung neutralen pH-Wert, peelende Eigenschaften aufweist. Das heißt, hier kriegt ihr dennoch den gleichen Effekt, also potenziell den gleichen Effekt, aber mit weniger Irritation, und deswegen empfehle ich auch immer das Clear Skin Serum von Beauty Glam für Leute, die eher eine empfindliche Haut haben, aber dennoch Salicylsäure ausprobieren möchten. Beim Catrice Blemish Control Serum bewegt sich der pH-Wert zwischen 3,5 und 4, das heißt, das ist ein bisschen saurer im Vergleich zu dem Beauty Glam Clear Skin Serum und könnte dementsprechend auch für ölige Haut besser geeignet sein, denn ich lese und höre auch immer wieder, dass Menschen mit öliger Haut bei diesem Produkt keinen Unterschied feststellen können. Das kann natürlich auch daran liegen, dass dieses Produkt nicht sauer genug ist, denn je saurer ein Produkt, umso besser kann es natürlich in die Haut penetrieren. Natürlich muss man da immer schauen, wie das mit dem Irritationspotenzial ist, aber bei öliger Haut kann das natürlich von Vorteil sein, wenn ein saures Produkt verwendet wird, weil es dann natürlich noch diese Barriere zu passieren gilt, die durch den Talg entsteht, und von daher würde ich euch empfehlen, falls ihr das von The Ordinary nicht so gerne mögt und diese Öligkeit und diese Fettigkeit nicht mögt, dass ihr euch das von Catrice mal anschaut. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen günstiger im Vergleich zu dem Produkt von The Ordinary, und das ist halt auch nicht auf Lipidbasis. Also fühlt es sich auch nicht so fettig, nicht so ölig an. Es lässt sich gut verteilen, es ist sehr angenehm im Auftrag und ich persönlich vertrage das auch wunderbar. Wenn ihr noch mehr Alternativen für bestimmte Produkte aus der Drogerie sucht, dann klickt doch einfach auf dieses Video hier. Da bekommt ihr die volle Breitseite an persönlichen Empfehlungen, und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das Produkt von The Ordinary bereits ausprobiert habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.